Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Weißt du eigentlich, wie gut du es hast? Deine Kinder sind gesund und Ralf hilft dir, wo er kann. Pauline hilft mir gar nicht. Die sitzt den ganzen Tag in ihrem Zimmer und klimpert rum. Ich brauche keinen Seelenklempner. Viktor ist krank. Das Schlimmste ist der Husten. Nein, wir haben jetzt ein anderes Medikament bekommen. Jens, jetzt nimm ihn mir doch mal einen Augenblick ab. Viktor will jetzt auch gar nicht mehr richtig essen. Er ist total schwach. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Es geht jetzt schon seit 2 Wochen so. Kannst du bitte morgen noch mal vorbeikommen? Ich muss auch einfach mal mit jemandem reden. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Nein, es war nichts. Mir ist nur kurz das Telefon aus der Hand gerutscht. Sei mir nicht böse, aber Viktor braucht mich jetzt. Okay, bis morgen. Jens, pack zusammen. Das wird hier jetzt zu kühl für Viktor. Warum ziehst du dich so an? Erkennst du mich nicht? Ich bin zurück, aber jetzt bin ich stark. Natürlich erkenne ich dich. Du trägst die gleichen Sachen. Das macht einem ja Angst. Das ist gut, denn Angst hilft gegen Vergessen. Wie könnte ich das jemals vergessen? Du nicht, aber... Du meinst? Ja, es hat wieder angefangen. Vor diesem Tag habe ich mich immer gefürchtet. Ich beobachte den Kleinen jetzt schon seit Wochen. Du darfst es nicht nochmal so weit kommen lassen. Alleine schaffe ich das nicht. Ich werde nicht mehr lange für dich da sein können. Ich weiß. Bruno, noch einen Kaffee? Hauptkommissar Hoppe, bitte. Du stehst immer noch unter Verdacht. Kevin, jetzt sag doch auch mal was. Kommissar Stanic, er hat recht. Ist doch alles Unsinn. Glaubt ihr im Ernst, ich verkaufe hier billigen Fusel? Das kann ich mir als Gastronome doch gar nicht erlauben. Gerade meine Spirituosen sind von höchster Qualität. Da bin ich mir sicher. Die herausragende Qualität deiner grünen Fee hat sich ja bereits in allen Notaufnahmen der Stadt herumgesprochen. Das Zeug ist ja ein wahrer Verkaufsschlager. Das ist absolut handelsüblicher Absinth, völlig legal. Die jungen Leute vertragen einfach nichts Anständiges mehr. Und wer weiß, was die sich sonst noch so einwerfen. Erzähl das den Kollegen, das ist nicht unsere Baustelle. Darf ich die Herren Kommissare vielleicht noch auf einen Kaffee einladen? Oder wäre das dann Bestechung? Eher Körperverletzung. Ich kann schon nach einer Tasse kaum noch was schmecken, alles so pelzig und taub. Das sind alles... Absolut handelsübliche Kaffeebohnen, ich weiß. Gib schon her. Mussten wir unbedingt jetzt seine Tochter bei uns aufnehmen, wo es Viktor so schlecht geht. Und diese Klimperei, wie lange soll ich das noch aushalten? Lass sie doch, es sind doch erst 3 Wochen. Wir müssen Geduld haben. Geduld. Du hast gut reden. Du musst dir das ja auch nicht den ganzen Tag anhören. Pauline gehört zur Familie, kapier das endlich. Wenn sie wenigstens mal rausgehen würde. Wohin denn? Sie kennt ihr doch keinen. Ich bin froh, wenn ich wenigstens mal Klavierlehrer auftreiben könnte. Mach endlich die Augen auf. Sie hatte doch noch nie Freunde. Mit deinem verzogenen Girl will doch keiner was zu tun haben. Da muss die Leute schon für bezahlen.
Ich warne dich, so sprichst du nicht über deine Tochter. Hast du das verstanden? Ja, Drohnen, das kannst du, aber die Wahrheit kannst du nicht vertragen. Was Pauline angeht, habe ich alles im Griff. Schau dich doch an. Du hast dich nicht mal mehr selber im Griff mit deinen ewigen Wutanfällen. Kein Wunder, dass das Kind so geworden ist. Viktor, es ist alles gut. Komm wieder her. Jetzt such ihn schon. Er wird wieder in den Garten gelaufen sein. Hier ist er nicht. Herrgott, Pauline, hör jetzt endlich mit der Klimperei auf. Hast du Viktor gesehen? Fahr mein Kind nicht so an. Das wirst du bereuen. Du Mistkerl. Pauline, jetzt glockst nicht so dämlich. Runter mit dir. Viktor! Viktor! Stanic? Mhm. Ja, okay, wir kommen. Schick mir Name und Adresse. Worum geht's? Kleiner Junge ist weggelaufen, da müssen wir hin. Jetzt noch? Ja, jetzt noch. Oder bist du schon in Pension? Hier, Name und Adresse. Tanja Schulte. An den Namen kann ich mich erinnern. Das ist bestimmt über 10 Jahre her. Und was ist mit ihr? Sie hatte schon einen Sohn. Der ist damals verstorben. Sie hat ihn gepflegt. Der war schwer krank. Und warum kannst du dich daran erinnern? Es gab einen Hinweis und wir haben gegen sie ermittelt. Wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Sie war bei einer Freundin, als er starb. Was für ein Hinweis. Ein anonymer Anrufer. Der hat behauptet, sie habe ihren Sohn umgebracht. Keine Stunde später stürmte eine Horde Ermittlungsbeamter ihr Haus und nahm alles auseinander. Da war die Leiche noch warm. Vollkommen irrsinnig. Komm, wir müssen los. Woran ist er denn gestorben? Irgendwas mit der Lunge. Der Hausarzt meinte, niemand hätte dem Kind mehr helfen können. Aber sie hat ihn nicht umgebracht. Ich habe dafür gesorgt, dass das Verfahren eingestellt wird. Gut festhalten jetzt. Was war denn mit dem Vater? Sie war damals alleinerziehend. Heute heißt sie Schulte Sichler. Offenbar hat sie nochmal neu geheiratet. Und kennt sie dich? Nein, die Befragung haben damals die Kollegen durchgeführt. Also abgemacht. Kein Wort über die alte Geschichte. Bist du soweit? Okay. Sie haben es doch gesehen. Der Garten ist komplett eingezäunt. Da konnte Viktor unmöglich alleine rauskommen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Die kleinen Racker sind erfinderisch. Tanja hat extra einen Fachmann kommen lassen. Nach seinem Rat habe ich 2 Bäume am Straßenrand gefällt. Aus dem Garten kann kein Kind alleine rauskommen. Sie sind offenbar sehr vorsichtig. Ja, Tanja hat schon mal ein Kind verloren. Wären Sie da nicht auch vorsichtig? Viktor ist nicht weggelaufen. Er konnte es gar nicht. Ja, wir schließen auch eine Entführung nicht aus. Frau Schulte-Sichler, ist Ihnen vorher irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen oder haben Sie vielleicht jemanden am Haus beobachtet? Nein, nichts. Es war nichts. Und Sie, Herr Sichler? Es war nichts Besonderes und ich habe auch nichts beobachtet. Aber wer auch immer das getan hat, dem breche ich alle Knochen. Bitte, das hilft uns doch jetzt nicht weiter. Wenn Sie irgendeinen Fehler machen und Viktor passiert was, dann bekommen Sie es mit mir zu tun, dass das klar ist. Beruhigen Sie sich. Wo ist denn Ihre Tochter? Was wollen Sie denn von meiner Tochter? Lassen Sie meine Tochter in Ruhe. Jens, die Leute wollen uns helfen. Reiß dich zusammen. Pauline ist nur die Tochter von Jens. Sie wohnt erst seit 3 Wochen bei uns. Sie ist oben im Klavierzimmer. Wir müssen auch Pauline befragen. Vielleicht hat sie ja etwas gesehen. Das würden wir aber selbstverständlich einer Kollegin überlassen, wenn Sie damit einverstanden sind. Bitte denken Sie noch mal ganz genau nach. Jede Kleinigkeit könnte wichtig sein. Nein, wir haben nichts gesehen. Gar nichts. Und jetzt tun Sie doch endlich was.
Victor braucht seine Medikamente. Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Wir werden jetzt eine Vermisstenanzeige aufnehmen. Haben Sie denn ein Foto von Victor? Es tut mir leid. Ja, sicher. Ich gehe eins holen. Jens, mach hier mal Platz. Finger weg! Das sind Viktors Lieblingskekse. Können wir jetzt anfangen? Entschuldigung, selbstverständlich. Was hast du dir dabei gedacht? Das wolltest du niemals tun. Du hast es mir versprochen. Ich weiß, aber ich konnte nicht anders. Du hast ihn doch gesehen. So klein, so hilflos. Er lief mir direkt in die Arme. Hör auf, so war das nicht abgemacht. Du wolltest dich zusammenreißen. Und jetzt? Es kommt alles wieder hoch. Es ist genau wie damals. Das ist alles, was mir von ihm geblieben Du ist. trägst es immer noch bei dir? Das ist nicht gut. Ich will doch nicht, dass dem Kleinen was passiert. Deshalb habe ich ihn da auch sofort gegeben. Gib mir auch das Foto. Du darfst es dir nicht immer wieder anschauen. Das macht dich kaputt. Kaputt? Was soll mich noch kaputt machen? Schau mich doch an. Ich passe gut darauf auf. Und jetzt zieh diesen verdammten Pullover aus. Nein, ich gebe noch nicht auf. Mein Gott, Junge, wie kann ich dir nur helfen? Alles klar, danke euch. Also der Ex-Mann ist raus. Der war auf einer Segeltour auf dem Eiselmeer. 15 Zeugen, alle nicht ganz nüchtern, aber glaubhaft. Das hätte mich auch gewundert. Das geht hier bestimmt nicht um Rache. Was mit dem Vater? Der Herr Sichler, der ist zweimal wegen Körperverletzung vorbestraft. Zuletzt nach einem Elternabend, da hat er einen anderen Vater aus Paulines Klasse quer über den Parkplatz geprügelt. Das wundert mich nicht. Was seine Kinder angeht, versteht er offensichtlich keinen Spaß. Ich dachte schon, der geht auf uns los. Bitte schön für den Herrn Hauptkommissar. Ist die Zapfanlage im Präsidium schon wieder kaputt? Wie ärgerlich. Und das zur besten Frühstückszeit. Halt die Klappe! Verärgere nicht die Hand, die dich füttert. Na, wenn du meinst, du könntest dann besser denken, dann Prost auf deinen letzten Fall. Aber ich sag nur Alkohol im Dienst. Mein Dienst ist in 2 Wochen für immer vorbei. Und? Wirkt es schon? Hast du den Fall schon gelöst? Das ist jetzt nicht witzig, Kevin. Entschuldige, du hast ja recht. Also, was denkst du? Ich sag dir, was ich denke. Seit dem Tod ihres Sohnes hat die Frau gehörig einen an der Birne. Ihre Angst um Victor ist panisch, wenn nicht sogar pathologisch. Die sperrt den Kleinen im Vorgarten von Fort Knox ein und lässt sogar Bäume fällen, damit er nicht ausbricht, und schleppt ihn beim kleinsten Husten zu 20 Ärzten. Ja, aber ist das nicht irgendwie auch verständlich? Ihr erster Sohn starb gerade, als sie ihn mal alleine gelassen hat. Würdest du dir da nicht auch Vorwürfe machen? Würdest du nicht alles dafür tun, damit das nicht noch einmal passiert? Das ist doch das Tragische. Und jetzt macht sie sich doch wieder Vorwürfe. Wieder konnte sie ihr Kind nicht beschützen. Dabei hat sie alles Erdenkliche dafür getan. Wie soll sie damit nur weiterleben? Du tust ja gerade so, als wäre Victor schon verloren. Kevin, niemand hat sich gemeldet. Was bleibt denn da noch? Wer entführt denn wohl sonst einen kleinen Jungen?
mein Gott, ich halte Sie fest. Rufen Sie Hilfe. Ich stand keine 2 Meter von ihr weg. Sie hat mich direkt angestarrt. Sie konnte gar nicht mehr weggucken. Sie wird sich nie verraten. Versteh das doch endlich. Deine alberne Maskerade bringt gar nichts. Du musst dir etwas anderes einfallen lassen. Ich brauche seine Medikamente. Ich muss wissen, was sie ihm gegeben hat. Aber du bist doch kein Mediziner. Das nicht. Aber ich beschäftige mich seit Jahren mit nichts anderem mehr. Das ist unsere einzige Chance. Kriegst du das hin? Okay, ich werde es versuchen. Wollen wir nicht doch lieber gleich die Polizei? Nein. Diesmal brauchen wir Beweise. Wie geht es Viktor? Beate passt gut auf ihn auf. Sie vermisst dich. Meld dich mal bei ihr. Schließlich hat sie dich großgezogen. Du mich auch. Ich bin verdammt stolz auf dich, mein Junge. Ah, Sie müssen Herr Westkamp sein. Gut, dass Sie da sind. Ich muss dringend in die Klinik. Meine Frau hatte heute Morgen einen Zusammenbruch. Kann ich Sie kurz mit der Pauline alleine lassen? Aber sicher, machen sich keine Sorgen. Ich komme schon zurecht. Sie wartet oben im Klavierzimmer, am Ende des Flures. Ich bin so schnell wie möglich wieder zurück. Die Tür können Sie auflassen. Es tut mir alles so leid für Sie. Erstmal so lange, bis es klappt. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal an die frische Luft. Onkel Westkamp, willst du etwa wieder rauchen? Das ist doch so ungesund. Ja, meine Kleine, ich weiß. Wenn du das Stück richtig spielen kannst, höre ich auf damit. Versprochen. Ich höre jeden Ton von dir. Ich werde wohl niemals damit aufhören.
Ah. Ja, bitte? Was? Der Klavierlehrer? Ja. Ja, wir kommen sofort. Wir müssen los. In Sichlers Haus wurde der Klavierlehrer tot aufgefunden. Gib mir die Schlüssel, ich fahre. Wie, was? Welcher Klavierlehrer? Ja, der von der Kleinen nehme ich an. Ja, jetzt komm schon. Mein Gott, was für ein Aufriss. Wir hatten das ja alles angeordnet. Das war ich. Ich habe angeordnet, dass sobald in diesem Haus etwas Ungewöhnliches passiert, das volle Programm gefahren wird. Hier wurde schließlich ein Kind entführt. Bisschen übereifrig, junger Kollege, ne? Zu viele Krimis gesehen, ne? Wo sind denn die Eltern? Die Mutter ist noch in der Klinik, die wird heute entlassen. Der Vater hat ihn gefunden, der ist jetzt oben bei der Tochter. Ich habe ihm gesagt, er soll so lange bei ihr bleiben, bis wir die Leiche abgefahren haben. Habt ihr schon was rausgefunden? Der Tote heißt Thomas Westkamp. Alleinstehend, wohnt in der Südstadt Eichenallee. Die Kollegen sind schon vor Ort. Laut Anrufliste hat er zuletzt mit dem städtischen Kinderheim telefoniert. Den Anruf hat eine gewisse Beate Körner entgegengenommen. Sie ist dort Betreuerin. Warum ruft er im Kinderheim an? Ja, laut Aussage von Frau Körner war er dort früher der Heimleiter. Seit seiner Pensionierung gibt er für die Insassen noch Klavierunterricht, rein ehrenamtlich. Du meinst Bewohner, das ist ja keine Vollzugsanstalt. Wie auch immer. Die hatte er bei sich, da könnt ihr mal einen Blick reinwerfen, aber Handschuhe nicht vergessen. Mach du nur, Kevin. Ich weiß, was da drin ist. Ein paar Noten und ein Butterbrot vielleicht. Das sind ja die Medikamente von Viktor. Ha! Volltreffer, das ist der Entführer und er hat Viktor noch nicht getötet. Wir dürfen hier nichts übersehen, ich werde gleich noch Hilfe anfordern. Und du, hier, siehst du das? Warum habe ich mich von dir nur so runterziehen lassen, ehemaliger Heimleiter und Klavierlehrer? Wer hat sich wohl gern mit kleinen Kindern umgeben? Das kann doch alles kein Zufall sein. Also ich werde Viktor finden und du kannst ja weiter sein Grab schaufeln. Du hast ja recht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Jetzt brauche ich erstmal eine Kippe. Was ist denn überhaupt passiert? Na, ihr seht doch das ganze Blutbad hier. Das muss eine regelrechte Hinrichtung gewesen sein. Keine Einwirkungen von äußerer Gewalt erkennbar, aber der Tote war schon längst auf der Zielgeraden ins Himmelreich. Und das hat er auch ganz genau gewusst. Wow, das hast du alles mit Einblick auf die Leiche festgestellt? Respekt. Nein, ich habe mit seinem Hausarzt telefoniert. Erste Kurzwahl in seinem Handy. Diagnosen kriege ich noch. Das ist seine letzte Zigaretten. Würdest du vielleicht zu Ende rauchen? Nein, danke. Meine letzte Zigarette besorge ich mir selber. Ich bin draußen. Kevin, komm mal ans Fenster. Was ist denn los? Ich brauche die Autoschlüssel. Ich muss noch mal ins Präsidium. Ich muss was überprüfen. Na toll. Der Herr ist aus dem Hirnkoma erwacht, hat einen Geistesblitz und dann ist natürlich, dass ich mich hier um den Rest kümmere. Aber bitte, ich werde mich nicht aufregen. Hier. Na, auf Alkohol am Steuer kommt es jetzt ja auch nicht mehr an. Archiv? Ach Bruno, lass mich raten, es ist dringend.
Ich habe gerade überhaupt keine Zeit. Wie war der Name? Tanja Schulze. Habe ich gefunden. Aus 2011. Verletzung der Aufsichtspflicht. Das ist doch längst verjährt. Originalakt ist vernichtet. Kriegst du digital? Hallo? Hallo? Danke dir, auch einen schönen Tag. Na toll, ist ja keine große Überraschung mehr. Willkommen bei der Truppe. So ein Mist, Mensch. Geh endlich rein. Aua! Tja, dein Gesicht habe ich nicht vergessen. Hallo Bastian, kannst du mir mal verraten, woher der Alte dein Foto hat? Notrufzentrale, was kann ich für Sie tun? Es geht um den Tod von Bastian Schulte. Er verstarb heute Nachmittag. Er wurde von seiner Mutter getötet. Wir wissen nicht wie. Sie müssen das untersuchen. Bitte bleiben Sie am Apparat. Wir helfen Ihnen. Wer sind Sie? Wenn das jetzt nicht mal der Klavierlehrer war. Aber wieso wir? Wer ist wir? Wir wissen nicht wie. Sie müssen das untersuchen. Wir wissen nicht wie. Sie müssen das untersuchen. Ah, gut, dass du im Haus bist. Ich brauche deine Hilfe. Ich schicke dir gleich mal eine Audiodatei. Das ist ein Notruf aus einer Telefonzelle. Hör dir das mal an. In dem Moment, wo das Moped vorbeifährt, ist da noch eine zweite Stimme. Ich kann aber nicht verstehen, was die sagt. Du bist doch so ein Zauberkünstler. Krieg das mal raus. Super, danke. Tschüss.
Hoppe. Wow, das ging ja schnell. Du bist ja wirklich ein Zauberkünstler. Nee, ich komme heute nicht mehr rein. Ich muss noch was im Garten machen. Der sieht fürchterlich aus. Pass doch auf, du Idiot! Was? Ach, nichts weiter. Mich hat nur einer angerempelt. Warte mal. So ein Dreckskerl! Sorry, ich muss Schluss machen. Der Typ hat mich beklaut. Leg's mir auf den Tisch. Ja, ja, danke dir. So eine Scheiße! Was heißt denn vom Laster gefallen? Das sind ganz legale Kippen. Und wo sind die Schachteln? Die sind nicht schmutzig geworden. Aber sei doch froh, da brauchst du die ekligen Bilder nicht angucken. Schmutzig geworden, so. Und was ist das für ein Kraut? Als ob du das noch schmecken würdest. Ich will doch nur wissen, woher du... Bitte, wenn sie dem Herrn nicht gut genug sind, dann such dir halt ein Mädchen, wo du anschreiben kannst. Ich muss dir gar nichts verkaufen. Schon gut, ich nehme sie ja. Na also, noch ein Kölsch, geht aufs Haus. Buh! Na, ist dir die Kippe aus dem Maul geflogen? Spiel die nächste Datei, da hörst du, was du wolltest. Noch was, Karin hat sich nächste Woche freigeschaufelt. Wir kommen also beide zu deiner Feier. Stell genug Sekt kalt, sollen die Korken knallen. Blödes Arschloch! Wir wissen nicht wie. Sie hat Basti krank gemacht. Sie müssen das untersuchen. Ein Kind? Da ist noch ein Kind, was ihm reinredet. Wir wissen nicht wie. Sie hat Basti krank gemacht. Sie müssen das untersuchen. Das bist du. Ihr wart Freunde, verdammt gute Freunde. Deshalb auch Basti. Ermittlungsverfahren, Verletzung der Aufsichtspflicht, Verabredung mit Freundin, Mittagessen in die Küche gestellt, Sauerstoff kontrolliert, Handy kontrolliert, 13:20 Uhr zu Fuß zur Freundin, Kaffee getrunken, dann Wein, 5 bis 6 Gläser, das ist schon ordentlich. 16 Uhr zurück, 16:30 Uhr, Sohn leblos gefunden, auf dem Schreibtischstuhl, unter Schock. Da wäre ich auch geschockt gewesen. Boah, das reicht jetzt. Küche. Wieso Küche? Ah, ist ein Mittagessen.
Nein, Jens hat ihn besorgt. Die haben nur einmal telefoniert. Ich konnte ja nicht ahnen, dass er ihn mit Pauline alleine lässt. Einen vollkommen Fremden. Wenn ich doch nur da gewesen wäre. Sie war in so großer Gefahr. Aber ich mache Jens keinen Vorwurf. Er hat einfach kein Gespür für Menschen. Sie werden Viktor finden. Das ist doch jetzt ganz sicher. Ich hoffe, es geht ihm gut. Diese Ungewissheit ist kaum zu ertragen. Wenn er jetzt irgendwo ganz alleine... Ach, ist schon gut. Komm, lass es raus. Ist gut. Ja. Wir haben ihn noch nie alleine gelassen. Er muss so große Angst haben. Er ist ein aufgeweckter Junge. Der wird das überstehen. Da glaube ich ganz fest dran. Ganz fest. Pauline, du hast ja schon deine Jacke an. Ich habe ihr versprochen, ein Metronom zu kaufen. Der arme Herr Westkamp hat ihr das empfohlen. Sie braucht noch etwas Taktgefühl. Sollen wir mit ihr in die Stadt fahren? Wir machen das gerne. Nein, Jens hat das auch schon gefragt. Aber Ich fahre mit ihr. Das Kind braucht jetzt seine Mutter. Jens bleibt hier, falls sich die Polizei meldet. Tanja, du bist so eine unglaublich starke Frau. Komm, Pauline, wir suchen dir ein schönes aus. Wir kommen mit raus. Jens, mach's gut. Du weißt, wir sind immer für euch da. Pauline, hol mir meinen Regenschirm bitte. Kannst du denn fahren in deinem Zustand? Wir nehmen die Bahn, auch falls Jens das Auto braucht. Hier ist er, Tanja. Ich hab dir doch gesagt, du sollst Mutti zu mir sagen. Die bin ich doch jetzt. Lauf schon mal vor. Hast du alles? Ja, zieh die Tür einfach zu. Finger weg! Das sind Viktors Lieblingskekse. Das Schlimmste ist der Husten. Tut mir leid, alter Freund, aber wir haben keine Zeit mehr. Sie werden mich bald finden. Ich muss es jetzt zu Ende bringen. Du warst mein Vater, den ich nie hatte. Basti war mein Bruder, den ich nie hatte. Ich danke euch. Ja, und außerdem im Jahr, da hast du sonst nichts. Was mähst du eigentlich im Winter? Ach, wenn ich jetzt mal Zeit habe, wird mir auch was einfallen. Ja, das sagen sie alle. Mein Wartezimmer war früher vollgestopft mit depressiven Ruheständlern. Die haben mir meine Finker bezahlt. Brigitte, bitte, es geht jetzt wirklich nicht um mich. Wiener Apfel. Was sagst du zu meiner Mail? Was deinen konkreten Fall angeht, so kann ich das nicht beurteilen. Aber ja, es gibt Mütter, die ihre Kinder absichtlich krank machen. Du meinst das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom? Natürlich meine ich das. Darauf wolltest du doch eh hinaus. Aber diese psychische Störung ist viel zu selten, um dir aus irgendeiner Sackgasse in einem alten Fall zu helfen. Ich stecke in keiner Sackgasse, ich möchte nur nichts übersehen. Und wie erkenne ich diese Störung? Du? Gar nicht. Nach außen wirken die Betroffenen liebevoll und fürsorglich. Innerlich entwickeln sie aber keinerlei Mitgefühl. Wie gehen Sie vor? Was machen Sie mit Ihren Kindern? Sie brechen ihnen Knochen, füttern sie mit verdorbener Nahrung oder vergiften sie mit Putzmitteln. Manche wünschen sich sogar ein behindertes Kind und misshandeln das Ungeborene schon während ihrer Schwangerschaft. Das sind aber alles nur Beispiele. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Es gab auch schon Fälle... Brigitte, genug. Das kann man sicher nicht mit anhören. Du willst es doch wissen. Ja, aber musst du dich dann gleich so reinsteigern?
Warum machen die das? Sie suchen nach Anerkennung, wie jeder andere Mensch auch. Sie sehnen sich nach Zuwendung, vor allem aber nach Mitleid. Ist ihnen bewusst, was sie tun? Du ahnst gar nicht, was unsere Psyche so alles verdrängen kann. Da liegen ganze Kriege begraben. Und wenn man sie direkt mit ihren Taten konfrontieren würde? Sag mal, was willst du eigentlich? Bist du jetzt Polizist oder Therapeut? Glaubst du im Ernst, die brechen in Tränen aus und gestehen irgendeinen Missbrauch, nur weil du ihnen makabere Fotos unter die Nase hältst? Ich dachte dabei auch nicht an Fotos. Eher an lebensechte Puppen mit der Kleidung ihrer toten Kinder. Die Frage ist doch nicht, was sie tun, sondern warum sie es tun. Wenn du willst, dass sie ihre Taten begreifen, musst du den Auslöser finden. So eine Therapie kann Jahre dauern. Schon gut. Sei doch nicht gleich so gereizt. Diese Menschen sind krank und benötigen Hilfe. Und dir fällt nichts Besseres ein, als sie in deinem Gruselkabinett mit Horrorpuppen zu erschrecken? Ich geb's ja zu. Es klingt jetzt irgendwie blöd. Ich kann dir gerne helfen, sie auszumachen. Aber den Rest überlasse bitte meinen Kollegen. Das ist jetzt ganz deutlich angekommen. Ihre Rechnung. Was ist? Zu meinem Fall. Ich suche nach Zeugen. Wer könnte denn damals etwas bemerkt haben? Falls die Mutter tatsächlich unter dem Syndrom leidet, wird sie versucht haben, ihren Sohn so gut es geht von der Außenwelt abzuschotten. Seine Krankheit war dafür der perfekte Vorwand. Du musst also nach jemandem suchen, den es dennoch möglich war, ihn regelmäßig zu sehen. Wie dem Vater? Sie war damals alleinerziehend. Nein, ich meine eher Großeltern, Geschwister oder Freunde. In deinem Fall ganz besonders Schulfreunde. Wieso ganz besonders Schulfreunde? Ja, überleg doch mal. Dein vermeintliches Opfer war 9 Jahre alt und andauernd krank. Wer brachte ihm denn die Hausaufgaben? Wer hat denn mit ihm den Unterrichtsstoff nachgeholt? Da ist ein Freund aus der Schule, doch sehr wahrscheinlich. Was ist los? Nichts. Ich muss das erstmal verdauen. Hast du noch einen Tipp? Ja, kauf deinen Hund. Der mir meinen ganzen Garten durchwühlt? Bestimmt nicht. Spring ich lieber im Winter von der Brücke. Auf bald, mein Lieber. Danke, bis bald. Jetzt beeil dich gefälligst. Ich bin schon klatschnass. Und warte doch damit, bis wir zu Hause sind. Du packst jetzt sofort das Ding weg.
Kevin, ich weiß, wo Viktor ist. Ich schicke dir gleich ein Foto rüber. Frau Sichler soll es sich anschauen. Und ich habe noch eine Tonaufnahme. Ich muss wissen, ob das der Klavierlehrer ist. Frau Sichler ist tot. Du musst jetzt sofort herkommen. Was ist los? Wie tot? Ja, sie ist vor einer Stunde überfahren worden, direkt vor ihrem Haus. Überfahren? Von wem? Ja, keine Ahnung. Der Fahrer ist abgehauen. Pauline ist die einzige Zeugin, aber aus der ist nichts rauszukriegen. Jetzt komm endlich her. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Ja, wie beruhigen? Wie soll ich mich denn hier beruhigen? Ich sitze hier alleine mit dem ganzen Schlamassel und du? Hör mir doch zu, Viktor ist in Sicherheit. Es wird ihm nichts passieren. Die Mutter ist tot und du kommst jetzt wieder mit Viktor? Was meinst du denn? Hallo? Hallo, Bruno? Glaub mir, Viktor passiert nichts. Woher willst du das denn wissen? Das kann ich dir nicht sagen. Es würde alles nur noch viel schlimmer machen. Aber ich weiß es. Bitte vertrau mir. Du weißt es und du kannst es mir nicht sagen? Was ist das für ein Foto und was soll das mit dieser Tonaufnahme von dem Klavierlehrer? Vergiss das Foto. Vergiss beides. Ich kann es dir nicht zeigen. Das geht so nicht, Bruno. Du gefährdest Viktors Leben. Schick mir sofort dieses Foto und ich will diese Tonaufnahme. Was ist, wenn du dich irrst? Ich habe mich geirrt. Sogar gewaltig geirrt. Aber jetzt irre ich mich nicht. Herrgott, du solltest dich reden hören. Aber jetzt irre ich mich nicht. Von mir aus kannst du alleine in deinem Garten versauern, aber was du sicher nicht kannst, ist Viktors Leben retten. Viktor ist gerettet. Ich sehe hier aber keinen Viktor. Ich sehe hier die Leiche seiner Mutter auf der Straße liegen. Tut mir leid, Kevin, dabei kann ich dir nicht helfen. Ich kann es einfach nicht. Das war's, Bruno. Du unterschlägst Beweise. Ich lass dich abziehen. Das war's dann mit deinem letzten Fall. Fuck. Das verstehe ich. Mein Gott, was hast du getan? Mein Gott, was habe ich getan? Jetzt ist es vorbei. Kollege Stanic hat mir zwar versichert, dass dein Verhalten ausschließlich in einer persönlichen Krise begründet liegt, aber trotzdem hat der Vorfall hier im Präsidium hohe Wellen geschlagen. Deine Akte war bisher tadellos, daher werde ich den ganzen Gerüchten über deine letzte Ermittlung nicht weiter nachgehen. Es liegt sicher aber auch in deinem Interesse, wenn wir weitere Unruhe vermeiden. Daher stelle ich dich für die restlichen Tage vom Dienst frei. Alle dienstlichen Gegenstände kannst du direkt mir geben. Mit dem Ausräumen von deinem Schreibtisch warte aber bitte noch bis zur Mittagspause. Ich wünsche dir alles Gute, Bruno. Du hättest sein Gesicht sehen sollen. Er hätte mir den Bericht am liebsten um die Ohren geschlagen. Ein Kind wird entführt, der Entführer ist tot, das Kind ist wieder da. Mehr stand da überhaupt nicht drin. Wirklich ganz tolle Ermittlungsarbeit. Eingestellt? Ja, natürlich eingestellt. Er meinte, wer auch immer Viktor zurückgebracht hat, ich soll ihm auf Knien dafür danken. Es tut mir leid, Kevin. Er hat ja recht. Sag mal, woher wusstest du das eigentlich alles? Kevin, bitte nicht nochmal. Es hat nichts mit dir zu tun. Schon gut, ich werde dich nicht mehr fragen, das habe ich dir schließlich versprochen.
warst der beste Kollege, den ich je hatte. Meinst du der Dümmste? So komme ich mir jedenfalls vor. Ich habe dich nie für dumm gehalten, höchstens für etwas hitzköpfig. Also meine neue Kollegin, die hält mich für scharfsinnig. Das hat sie mir wortwörtlich gesagt. Pass auf, dass du nicht auffliegst. Was geht ab, ihr müden Säcke? Annika, hast du noch was von deinem grünen Spezialzeug am Start? Das kann ich nur empfehlen, das schießt euch so endlos geil ins Hirn. Danach versteht ihr alles, nicht nur die Welt, sondern das ganze Universum. Oh, das Universum ist unendlich groß. Nur Gott hat die Kraft, es zu begreifen. Gleich bin ich Gott, der Allmächtige, das jüngste Gericht. Nehmt euch alle in Acht! Ihr habt alle noch eine Rechnung bei mir offen. Vorkasse, du kennst die Regeln. Stimmt so. Ich mach dir eine gute Mischung, aber jetzt lass die Leute in Ruhe. Er hat Notaufnahme. Uniklinik. Wenn er sich beeilt, vielleicht sogar noch St. Agnes. Ein junger Gott, die Pfleger werden begeistert. Sag mir, was los ist. Du weißt doch sonst immer alles. Warum sind sie nicht schon längst da? Was ist das für ein Kommissar? Was will der von mir? Ich halte das nicht mehr aus. Bitte, bitte sprich doch mit mir. Habt ihr den Wagen? Danke, immer rein in die Wunde. Annika, wo bleibt mein Kölsch? Ja, ja. Mach mir auch noch eins. Kommt sofort. Mal ist es ein Lieferwagen, dann wieder ein großes Auto. Paulines Erinnerungen sind völlig wirr. Ich stand ja auch unter Schock. Ja eben. Unbekanntes Fahrzeug, Fahrerflucht, keine Zeugen. Ich werde nie befördert. Wie? Kein Vorsatz? Warum dann die Vollbremsung? Was ist? Habe ich jetzt schon wieder was übersehen? Nein, klingt logisch. Absolut plausibel. Warum sollte ein Mörder eine Vollbremsung machen? Danke. Sie ist direkt vor den Wagen gelaufen, das hätte jedem passieren können. Ja, ja, ich habe auch noch andere Gäste. Wie geht es Viktor? Erstaunlich gut. Er ist immer noch ein bisschen erkältet, aber das war ja vorher ja auch andauernd. Du wirst sehen, er wird jetzt wieder ganz gesund. Bruno, erspar mir deine Vorhersagen. Wenn ich was über die Zukunft wissen will, dann frag ich Gott. Der ist gerade von seiner Wolke gefallen. Kevin, schau mich an. Viktor wird leben und das ist das einzig Wichtige. Du hast es mir versprochen. Danke. Dafür zahle ich. Er zahlt, das hat er selbst gesagt. Du zahlst, du musst zahlen. St. Agnes.